Hala Madrid, Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wie geht es weiter mit Real Madrid und Co., Arda Güler und Co., whatever. Ja, nachdem wir jetzt gegen Bayern ausgeschieden sind und die Saison im Endeffekt ja zu Ende ist, und ich hoffe, dass wir jetzt die letzten Spiele vernünftig durchbringen und ja nicht noch am besten Platz 2 ist rechnerisch, glaube ich, auch noch kann man den auch noch verlieren. Und Atletico ist ja jetzt auch nicht so schlecht aktuell, ja. Wie geht es jetzt weiter? Das ist die Frage und, ja, an erster Stelle ist es so, dass man, nach der Saison auf jeden Fall den Trainer wechseln sollte. Das ist, meine Meinung. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Arbeloa hat das nicht hingekriegt und statistisch gesehen ist er sogar der schlechteste der letzten ganzen Trainer gewesen, aber man musste einen Alonso ja raushauen. Ja, das ist, ja, ich will das auch nicht wieder also dieses Thema wieder aufmachen. Es war für mich mit Alonso, das war ein Fehler. Man hätte die Spieler vielleicht eventuell mal bestrafen müssen oder mal zur Brust nehmen sollen und so weiter und so fort. Das hat keiner gemacht und dementsprechend, ja, was soll ich sagen? Ja, hat man Alonso rausgehauen und hat Arbeloa geholt, ja. Aber das wird dann wohl auch am Ende der Saison zu Ende sein. Ja, sonst hatte ich eigentlich, Nachrichten einige mitbekommen und gelesen. Also, fangen wir mal so ein bisschen an. Also, Arbeloa hatte ich ja gerade gesprochen drüber, Arbeloa vor den Aus. Also, wenn sich nicht was weiß ich was tut und die noch Meister werden oder was auch immer oder wir nicht Meister werden, dann gehe ich stark davon aus, dass er auf jeden Fall am Ende der Saison uns verlassen wird. So, Arda Güler, sagen wir mal so, durch seine überragende Leistung gegen den FC Bayern und die 2 Tore steht im Fokus auf jeden Fall wie immer eigentlich. Da ist, ja, nichts dran rumzunölen, dass man ihn natürlich immer spielen lassen sollte von Anfang an oder am besten durchspielen lassen sollte. Hat er damit auch wieder mal bewiesen, zum 100. Mal, hat das schon vorher bewiesen. Das Einzige, wo er in der Kritik steht, ist die schiedsrichterliche Beleidigung, die er getätigt haben soll. Und das ist so, was so ein bisschen rumgeht. Aber was soll man da jetzt diskutieren? Wie viele Spieler haben schon 'ne Schiedsrichter beleidigt? Ich will nicht sagen, dass das gut war, aber, ja. Ja, er wäre vielleicht sogar Spieler MVP geworden, also Spieler des Spiels und nicht Olise. Olise war nur zum Schluss ganz kurz gut, sonst war er fast untergetaucht. Hätte Arbeloa, genau. Hätte, Arda Güler, den Schiri nicht beleidigt, wäre vielleicht sogar, ich meine, das hilft dann auch nichts, wenn man ausscheidet, aber vielleicht wäre er dann sogar, ja, 'n MVP geworden. Wäre ja auch schon mal was gewesen, ja. Dann die Zukunft von, Rüdiger ist da. Angeblich ist es so, dass, Real Madrid und Rüdiger sich, sage ich mal, für eine Vertragsverlängerung aussprechen oder beziehungsweise sie wollen verlängern mit ihm und dass er bis, Sommer 2027, bleibt. Ja, was sage ich dazu? Ja, nur weil das jetzt vielleicht mal ein bisschen gut lief und so und er ist eben auch und das muss man eben auch als Madrid-Fan sagen, ja, wenn er ich sage immer, das habe ich auch zum Kumpel gesagt, wenn er ist richtig stabil. Er ist schon stabil, aber er macht eben auch Sachen, die nicht auf dem Fußballfeld manchmal hingehören und dann, immer wieder. Natürlich brauchst du so 'ne dreckigen Spieler, ne? Ramos war ja auch nicht so viel anders, aber immer noch 'n bisschen anders, ne? Aber gut, jeder, sieht das anders und dementsprechend, ja. So, zum, MAP, ja, gibt's eigentlich ich will das jetzt mal 'n bisschen durchgehen, obwohl man muss auch nicht alle durchgehen. Ja, MAP, insgesamt, die Saison ich meine, die ist ja noch nicht zu Ende, aber kann man eigentlich nicht meckern. Das Einzige, was ich natürlich viel lese, ist er passt nicht da rein, er ist sein Ego. Die haben alle 'n Ego, Leute. Freunde, alle haben ein Ego. Und ich sage es jetzt noch mal hier: Hätte Mbappé, sage ich mal, nicht mitgespielt und diese ganzen Tore, die er gemacht hat, und das sind ja nur einige, wo wären wir dann? Dann wären wir wahrscheinlich gar nicht ins Achtelfinale gekommen. Wo wären wir in der Liga? So, man muss auch mal 'n bisschen die Kirche im Dorf lassen, wie man hier so schön sagt. Und, das ist so 'n bisschen mir zu, ja, schwierig, das immer so zusammen. So, dann haben wir Vinny. Ja, Vinny, also die Saison, wenn man sich mit als der größten Fußballer der Welt
sage ich mal, betitelt und er ist ja nun mal einer auch der Besten. Er kann mit dem Ball umgehen. Das sieht man beim Aufwärmen und überhaupt auch im Spielen und so weiter. Aber Tore, Chancenverwertung müssen einfach besser werden. Das muss einfach viel besser. Das ist so nichts. Und dann kann man nicht, wenn man das nicht reinmacht und dann rumjault und ständig fordert, da ist er ja der große Profi drin, dann kann man nicht am meisten Geld verdienen wollen oder whatever, wenn da dann überhaupt was dran ist. Die Verlängerung mit dem Vertrag wurde ja noch nicht gemacht. Ich bin gespannt überhaupt, was jetzt alles passiert, wie jetzt alles kommt, weil ganz ehrlich, das ist alles nicht so, sage ich mal, einfach, ne? Ja. Dementsprechend, ja, das zu dem Thema. Ich möchte jetzt auch nicht alle Spieler durchgehen. Ich könnte noch Valverde sagen. Valverde, ja, muss nächstes Jahr die komplette Saison bombastisch gut spielen, wie immer, weil ja, das ist meine Meinung. So, er war gut und es ist auch Valverde und er verkörpert Real Madrid wie kein anderer, aber er muss komplett, sag ich mal, die ganze Saison Valverde sein. Er war ja auch eine ganze Weile untergetaucht. Gut, ich muss dazu gestehen, er musste hinten aushelfen, das hat er gut gemacht. Er ist ja kein Abwehrspieler, ne? Und, ja, genau wie Arda Güler eingeben. Der macht das von Haus aus, dass er hinten hilft. Auch sehr nice, aber ja, das zu dem Thema. Asensio hatte ich allerdings, medizinischer Bericht von Raúl Asensio. Der junge Verteidiger wurde mit einer bakteriellen Enterokolis, ach, ich will das nicht aussprechen. Auf jeden Fall, ist das nicht so schön und ist jetzt Behandlung zu Hause, bla. Das ist wieder der nächste, aber jetzt nehme ich das nicht mehr so, ja, schlimm. Die Saison ist durch. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir Zweiter bleiben und dann müssen wir nächste Saison auf jeden Fall angreifen. Ja, Wut gibt es natürlich noch auf die Schiris, aber soll ich da jetzt drauf eingehen? Natürlich war das habe ich aber schon in meinem Video gesagt, in meinem, ja, letzten Video, nachdem wir ausgeschieden sind, das war ein Witz. Die gelb-rote Karte war ein Witz, auch wenn Kammerwinger sich entschuldigt hat, aber ich bitte euch, der Schiri, also diese Karte und aber ich möchte auch nicht so viel jetzt über die Schiris meckern. Ich bin einer, auch wenn ich Madrid-Fan, wir hatten ja nun auch genug Sachen in der Vergangenheit, wo wir davon auch was hatten, dass der Schiri mal, ne? Also, man muss das auch, ne, und darüber sich jetzt, ja, also sich wieder irgendwo anders hinzustellen. Es ist nun mal so gelaufen. Wir hätten das Hinspiel anders spielen können, müssen. Wir hätten vieles anders in dieser Saison machen müssen. Deswegen ist es scheißegal. Ja, das mit den Schiris passt nicht immer und manche Schiris sind 'ne Katastrophe und die Schiris in Spanien sind auch 'ne Katastrophe, aber es ändert nichts, dass wir auch 'ne Katastrophensaison gespielt haben und im Endeffekt letzte Saison auch. Das ist die zweite Saison ohne Titel und, I don't know, ne? Ja. Und dann wieder Gerücht oder trotz Gerüchten, besser gesagt, Kammerwinger bleibt, so wie es aussieht, weil ich grade so wie es ausschaut, trotz Gerücht, es ging ja rum, dass er abhaut und nicht nur wegen den Entschuldigungen. Jetzt ist es wohl so, dass er den Vertrag erfüllen wird und nicht, beabsichtigt den Verein verlassen wird. Das ist so der Stand, ja. Aber was soll ich sagen? Ich will damit eigentlich nur in diesem Video sagen, wir müssen vieles da muss einiges passieren, wirklich einiges passieren, damit wir auf den Zug des Erfolges wieder sage ich mal, springen und wieder mal einen Titel wenigstens einen Titel holen, weil, Copa del Rey raus, Meisterschaft schaffen wir nicht, Champions League. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Außer dass das Bild 'n bisschen dunkel heute ist. Sorry dafür. Ich habe vergessen, meinen Lichtring aufzustellen, deswegen ist das 'n bisschen dunkel. Ja, sehr schade, aber was soll's. Das nächste Mal vergesse ich den Lichtring nicht und so weiter. Ist die Lichtquelle, ich habe auch Fenster hier auf, aber das ist jetzt auch nicht so wild, ne? Ja, sonst gibt's eigentlich nicht viel Neues zu sagen, außer dass ich einiges tun muss. Und ich bin gespannt, ob Kroos zum Beispiel zurückkommt. Das Gerücht, ging ja, habe ich auch mal vor 4, 5 Tagen habe ich das Video gemacht. Kroos kommt vielleicht zurück, wäre ja geil. Wir brauchen viele Spieler, aber es sind ja viele alte Spieler, die bei uns, auf jeden Fall am Start sind, ja. Und dementsprechend ist das ja schon mal positiv und ich bin gespannt, wer als Trainer kommt. Ich bin wirklich gespannt, wer als Trainer kommt und so weiter und so fort. Und, ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Ich bin immer noch ihr merkt, ich bin immer noch, wie soll ich sagen, enttäuscht über dieses ganze Verhalten, dieses ganze Spiel, diese ganze Auswechslung, dieses ganze Chaos. Ja,
nicht, also, ich weiß nicht, 2 Jahre ohne Titel bei Real Madrid, das ist schon nicht ohne, aber ja, was soll's. Man kann es nicht ändern. Nächstes Jahr, also 3 Jahre ohne Titel geht nicht. Also, nächstes Jahr muss auf, das wird ja nicht einfacher. Also, wir werden ja hier immer on point sein. Ich werde immer auf dem Laufenden sein oder, ne, es geht ja weiter. Die Saison läuft ja noch mit Livestreams und so weiter und so fort. Und auch wenn es jetzt nicht unspektakulär alles ist, aber das ist dann nur noch ein bisschen Fun und wie gesagt, hoffen wir, wir bleiben Zweiter und sonst ist eben alles easy und easy und easy. Ja. Ihr merkt manchmal so immer noch lost, so nach diesen, das ist schon 2 Tage her, dieses Spiel gegen München, aber, ich kann es irgendwie immer noch nicht fassen, diese ganze Saison oder seit 2 Jahren absolutes Chaos bei Real herrscht und sich irgendwie, also keiner dahinstellt und sagt: „Bewegt eure Ärsche jetzt mal“, auch bei den Spielern jetzt. Die Kroos, Modric, CR7, Ramos, diese Spieler, das gibt es alles mehr. Ich hoffe, dass das in Zukunft geändert wird, weil sonst werden wir 'ne lange Durststrecke bekommen bei Real Madrid. 'Ne ganz, ganz, ganz lange. Also, ich weiß nicht, Freunde. Na ja, ihr könnt ja mal unterschreiben, was ihr davon haltet. Dann folgt mir, Hala Madrid. Und ja, damit wir immer größer werden und wir werden größer, das freut mich. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Ja, und bis zum nächsten Mal, Freunde.